So, willkommen zurück zu diesem lustigen Spiel. Wir fahren in unsere Penthouse-Etage und unterhalten uns mit einer Leiche. Mal sehen, ob sie jetzt tot ist oder ob sie jetzt tatsächlich lebt. Weil eigentlich ist ja unsere regelmäßige Mörderin Dings. Okay, gut. Mein Team hat nichts Neues zu sagen mehr. Okay, gut. Ach, guck mal, sie steht da und guckt sich meine Beweise an. Das ist schön. Ach, Felix steht immer noch da. Ich habe im Prinzip alles rausgekriegt, was rauszukriegen war. Jo, grüß dich. It's strange. When you walk through that door, I half expected to see Belinda. Belinda and I practically shared a life. Losing her feels like losing a limb. She's conspicuous by her absence. Also, als wir zur Tür reinkommen, dachte sie, dass Belinda eigentlich durch die Tür kommt und durch ihre Abwesenheit fühlt sich so an, als würde ihr was fehlen. Also, es fällt auf durch ihre Abwesenheit. Ja, Helen, Menschen sterben. Das machen die meisten. Können wir zum Punkt kommen? Brauchst du einen Augenblick? Thank you, but no. I can't grieve properly while Ludovico's still breathing. So let's see if we can't solve that problem first. We shut down Ludovico's distillation plant, but he's not gonna sit idly by. If he can't use Spectrum Brown to infect the colony, he'll resort to some kind of backup plan. I stole this formula from Dr. Blossom, a failed prototype of Spectrum Brown. Look at this. The prototype had the opposite effect, and actually made you immune to the parasites. Der Prototyp hatte den gegenteiligen Effekt? Mädchen von 60 baut eine Immunabwehr, weil die Parasiten von den Larvenstadien abtöten können. Formlesender macht dann außerdem etwas deprimiert, statt, glaube ich, fröhlich. Ich schwöre, wenn die jetzt von mir verlangen, Chemikalien für ein kolonieverbesserndes Wissenschaftsprojekt. Das ist herrlich. Also, zur Erinnerung an das Hauptspiel. Im Hauptspiel verbringst du viel Zeit damit, irgend so ein Tetrachlorid irgendwas zu besorgen, weil das brauchst du, um die Leute aus der Stasekammer rauszuholen. Und die Hauptperson aus dem Hauptspiel möchte halt, dass wir eine Chemikalie für ein kolonieverbesserndes Wissenschaftsprojekt klauen. Und deswegen ist dieser Dialog so toll. Ja, hier 65. Precisely. I see we're in your wheelhouse, Inspector. Or do you prefer Doctor? Ich hab We're nur going mal to Leute. need 2 ingredients. A sample of essence of sprat, and 1 intact pod of parasite eggs. Cedric's warehouse in the Piraeus spaceport almost certainly carries a batch of sprat essence. As for the pod, I'd check the wilderness reserve if I were you. Warum muss ich das denn eigentlich machen? Was Sprat Essence klingt nach einer Parfümmarke von Spacer's Choice? Oh, du meinst Specknukleiden, die werden in medizinischen Experimente extra verwendet. I'm glad one of us is an expert. Most of what I know is based on Dr. Blossom's notes. Here's what I understand. Sprats have an adaptive immune system. They don't suffer from the diseases and parasites they carry. It's one reason why you'll see them in every corner of the colony. Dr. Blossom experimented with sprats and accidentally discovered a way to become immune to the parasites. That's probably when she decided to switch to human testing. Oh, das hatte ich gelesen. Also, Dr. Blossom hat rumexperimentiert aus Versehen rausgefunden, dass die Parasiten dass die Sprats immun gegen die Parasiten sind. Und deswegen hat es auf menschliche Testpersonen umgeschalten. Damit sollte ich ein effektives Antiparasitikum, Wissenschaft 45 ist ja nicht gerade viel. You're a scientist and an inspector? You really are full of surprises. I borrowed a centrifuge from the research lab. Use the ingredients to synthesize an antiparasitic. Naja, sie hat eine Zentrifuge geklaut, mit der können wir das Ding bauen. Wissenschaft 45, kein Problem. I'm glad I could count on your expertise. Once you're finished, head to the pilot house. We'll hijack the control system and disperse the cure into the atmosphere. That should kill off most of the parasites. Ja, überzeugen nicht so schnell. Lass mich den Stachel borgen. Oh, den Stachel borgen. Are you worried I'm gonna shoot you in the back? Machst du dir Sorgen, dass du mir in den Rücken schießt? Kann man so sagen, Rücken raus. Ich lege schon eher alle für dich. Ich verdiene es, wie ein Etherwellenheld zu fühlen. You're right. You do deserve the spotlight. Here. You take good care of my needler, and it'll take good care of you. Danke. There is one other thing. While you're at Piraeus Spaceport, have a word with Cedric Kincannon. I know Cedric. There's nothing he wants more than a chance to eliminate Ludovico. We could use him on our side. Best of luck, Inspector. I'm counting on you. Warte, ich habe noch Fragen. Also sie meinte übrigens, ich soll gut aufs Niedler aufpassen, dann passt er auch gut auf mich aus. Und dann meinte sie doch, wenn ich im Pirago Spacepop bin, dann soll ich bei der guten Gelegenheit gleich mal mit Cedric reden und ihn rekrutieren. Das soll irgendwie ganz günstig sein.
Der hasst sowieso Ludovico, der würde sich da also ganz gerne anbieten. Du hast einen schönen Menschen getötet. Dachtest du, damit wäre ich einverstanden? Dein Ziel gefällt mir einfach. Und den Vater Rache, alle abknallen, denen den Plan nichts passt. Ich wollte dir Fragen stellen. Why, Inspector? Am I being questioned? Aber Inspektor, ist das ein Verhör? Was? Ich bekenne Inspektoren, nehme ich Hawthorne? Ein Schüchter 45, ganz genau. Und ich rate dir zur Kooperation. Ach komm, ich muss das leider machen. Mind your tone, Inspector. I'm not some Edgewater rube you can shake down for answers. Belinda and I shared the role of Helen. But she was also the only person who knew the real me. To the rest of the colony, I'm Halcyon Helen. But to my sister, I was just Ruth. I could be myself around Belinda. And she could be herself around me. She was my only sister, but she was also my only friend. Sie war ihr einziger Freund, ihre einzige Schwester, weil nur in ihrer Gegenwart konnte sie sein, wie sie ist. Für die ganze restliche Kolonie war sie halt mal heiß in Helen. Die Leute wissen, dass du Bruce Banner bist. War es schwer für Belinda, sich selbst versteckt zu halten? No. Belinda enjoyed the secrecy. She could slip into the role of Halcyon Helen, attend social events on my behalf, perform a few stunts, deliver a few lines. And then, when she grew tired of all the people and all the attention, all she had to do was slip out of the role and be my sister again. She was the secret twin. She had a comfortable life in the shadows, an easier life. I made sure of that. Ach so, also sie hat tatsächlich, also unsere Bruce Bellamy hat tatsächlich die Hauptarbeit gemacht. Also die Belinda ist halt ab und zu mal auf High Society Events gegangen, hat ein paar Rollen gesprochen, hat ein bisschen Zeug gemacht. Aber sobald sie ihnen zu viel war, ist sie wieder zurückgegangen in die Schatten und Dings. Sie war der Wichtige, an der Stelle würde ich auch ein leichteres Leben Byzantin, während der Rest der Kolonie verhungert. Rache wollen. I'm glad you can see past your earlier remarks. I am not, as you believe, a cold-blooded murderer. I was delivering retribution. Nur Vergeltung. Niemand das von uns was von der Zwillingsschwester? Also sie möchte, sie ist froh, dass sie darüber hinwegsehen können, sondern sie möchte, dass ihre Rache, sie ist kein kaltblütiger Killer. Niemand sonst wusste das? Parents, naturally. An agent, a couple of directors. None of them had any reason to reveal the truth. To them, Helen was a brand. Revealing our secret meant damaging that brand. Damaging that brand meant losing money. Nobody in this colony wants to lose money. Belinda and I saw Helen as an act of theatric sleight of hand. We enjoyed the deception, the challenge. We wanted to see how far we could go. Ja. Also sie haben also die Leute, die es wussten, haben es halt nicht verraten, weil das hätte ja die Marke beschädigt und sie selbst haben das halt irgendwie eher so als theatralisches Kunststück gesehen. Wir wollten wissen, wie weit es geht. Anscheinend ziemlich weit. Ihr beide wart einer der bestbezahlten Staff von Halcyon. Ich schätze, du hast nicht vermutet, dass es so enden würde. Das ist der Staff von Halcyon. And if I hadn't underestimated Ludovico, you and I probably wouldn't be talking about Belinda in the past tense. We wouldn't be talking about her at all. It should have been me in that ballroom. Belinda died because I was careless. Never mind that. If you've got something else to ask me, now's the time. Das ist echt das, was ich fragen wollte. Also sie meinte, sie hat Ludovico unterschätzt und es hätte eigentlich sie sein müssen, die in dem Ballsaal sterben soll. Aber Belinda hätte nicht das tun können, was sie tun konnte, oder? Na gut, das ist alles, was ich wissen wollte. I'm glad I could satisfy your curiosity. Nicht wirklich eigentlich, ich hatte noch ein paar Fragen. Ich will die ganze Geschichte hören. Erzähl mir, was passiert ist. It's a long story, Inspector. Ja. Nach Zigaretten greifen, dann fang besser an. It was supposed to be just another marketing job. Rizzo's wanted Halcyon Helen to be the face of Spectrum Brown. Some hideous concoction served with a dead parasite. All we had to do was spend a few weeks on Eridanos. Shake some hands, sign a few autographs, drink a bottle of Spectrum Brown in front of a camera, and try to smile. Belinda didn't want to go. But I wanted a change of scenery. In any case, we couldn't possibly say no. Also das alles hat ein ganz normaler Marketingjob, ein bisschen lächeln, ein paar Wochen die Eridanos rumhängen, die Kamera lächeln, eine Flasche voll Kamera trinken und gut ist. Und Belinda hatte eigentlich keinen Bock, aber Ruth wollte halt irgendwie was anderes sehen. Und sie konnten sowieso nicht Nein sagen. Nicht gerade eine flammende Lobrede auf Spektrum Braum. Warum wollte Belinda nicht herkommen? Belinda always hated endorsement deals. They felt cheap to her. Inauthentic. What? She always believed her first priority was to our fans. And not the company that bought us out. Also Belinda mochte die Marketing-Dinger nicht, weil das
billig ist und unehrlich. Also alles wie ein Halcyon. Ich wüsste ja gar nicht, dass Halcyon Hell Konzerneigentum ist. Belinda and I are Halcyon Helen. Halcyon Helen is a creative property owned by whatever company sponsors our latest picture. Rizzo's financed the majority of Terror on Monarch, which means they currently own 51% of Halcyon Helen. We were required by law to take the job. Ah ja, sie waren vertraglich verpflichtet. Ich finde es immer wieder schön, dass vertraglich verpflichtet im englischen Original bei Law ist. Ich hätte gehofft, dass zumindest eine Sache dieser Kolonie nicht käuflich ist. Beware of hope. It's a dangerous emotion and will disappoint you in the end. Belinda and I arrived on Eridanos and played our usual game of trading places. We were practically flawless. Even Ludovico didn't know about us. Belinda was unhappy for the first few days. But then she met Bertie Holcomb. Bertie treated her like a human being and not just an Aetherwave icon. They were just about perfect. Ah ja, also das Belinda hat das, also die ersten Tage waren ziemlich unglücklich, die haben ihr übliches Zeug gemacht, die waren ziemlich perfekt darin, Ludovico hat auch nichts gesagt. Und Belinda hat einen Olle Bertie kennengelernt und für den war, genau die richtige Person für Olle Belinda, weil Olle Bertie hat irgendwie gut gepasst. Ich habe den Kerl getroffen, sie bedeutete ihm wirklich etwas? Bertie had a temper and that worried me. But in the end, he was a decent enough fellow. Bertie wasn't the person I should have kept an eye on. It was Ludovico. I had a feeling Ludovico was hiding something. Belinda stayed busy socializing with the celebrities around the complex. That gave me some time to do a little digging. Ah ja, also das ist, sie haben quasi parallel zueinander gearbeitet. Also Belinda hat quasi die Promis in Schach gehalten und Bertie hat halt das und Olle Ruth hat halt ein bisschen rumgeguckt. Also bist in die Obstgärten gegangen, hast mir den ersten Hinweis hinterlassen. Du hast dir in die Karten schauen lassen. Du hättest dich offensichtlich geschaut. Ich habe gedacht, dass du auf den Tour der Labore bestanden hast. I saw everything. The test subjects, the parasites. Spectrum Brown was never safe to drink. Those harmless, dead parasites at the bottom of every bottle. They were just dormant. They would have sold out in a month. This colony loves novelty. They'll eat up any new product we toss their way. A new cereal, a new Spectrum flavor. Ludovico knows that. From Emerald Vale to Byzantium, a parasite in every brain and a grin on every face. Every last one of us trapped behind a mask of joy. That's what Ludovico wants. Das klingt, also die ganzen Sätze, diese Sachsprüche klingen immer so mega dramatisch, ne? Also das ist von Emerald Vale bis Byzantium, ein Parasit in jedem Hirn, ein Grinsen auf jedem Gesicht. Jeder einzelne von uns gefangen hinter einer Maske der Freude. Also was du vorher gesagt hast, sie hat die Labore gesehen, alles gesehen, die Parasiten und das ganze Zeug und war ganz klar, dass sich das komplett, die Leute in Halcyon lieben neue Sachen, das hätte sich sofort verkauft und es hätte alle Leute infiziert. Wie zum Beispiel auch mit dem anderen Zeug aus dem letzten DLC. Ludovico war klar, was du vorhast. Er dachte, du würdest deine Pläne aufdecken. I was careless. I was risking Belinda's life every step of the way, and I never even realized. Sie hat Belindas Leben bei jedem Schritt riskiert und hat es nicht mal gemerkt. Bisschen schön sich das nur, macht ja keine Vorwürfe. I wish it were that easy. Still, thank you. Was there something else you wanted to talk about? Du hast unschuldige Menschen getötet. Dachtest du, dass damit wäre ich einverstanden? Yes, Inspector. I did. Was? Leora Blossom and Maria Keene were on Ludovico's side. They chose to stand between me and my sister's killer. I had to cross them off. Ich glaube, das für den gleichen Dialog, den wir schon hatten. Also das ist, ja, sie denkt, dass wir das glauben. Sie musste die Typen ausschalten und dann waren Would you believe me if I said I gave the constable a chance? I spoke to her in her office. I told her everything. Belinda, Ludovico, the parasites, all of it. Maria said I was guilty of corporate sabotage and that she had a duty to report me. She told me how sorry she was, and I told her the same thing. And then I shot her. Maria was defending my sister's killer. If someone murdered one of your crew in cold blood, what would you do? Oh, Lügen 1. Ich habe keine Crew. Niemand außer mich selbst. Lügen 1!
Also sie meint, sie hat Keen die Wahl gelassen, hat ihr alles erzählt von den Parasiten, bababababab. Und sie hat gesagt, ja, du bist da aber schuldig für Konzernspionage, das muss ich melden. Und das tut ihr leid. Und sie hat auch gesagt, es tut ihr leid und hat ihr den Rücken geschossen. Ich habe eigentlich nie einen Grund für einen Amoklauf braucht. Es spielt keine Rolle, du bist eine Mörderin. Nichts daran wird es ändern. Ich hätte sie dafür bezahlen lassen. So you do understand. Was there anything else? Wer hat ja dieses Datapad bei sich? Ich denke, es gehört dir. Yes, this is mine. I'd kept notes on everything I suspected, everything I'd discovered. It's all here, all in code. Belinda and we had a secret way of communicating. Words and phrases that had a special meaning to us. Numbers and dates that were only important to the two of us. Only two people in the universe knew that language. Also sie meinte, das war ihr Datapad, spezielle Sprache zwischen Schwestern, besondere Worte, die nur für die beiden Bedeutung haben und zwei Sprachen, die nur zwei Leute sprechen. Datapad überreichen, hier, viel Spaß damit. Gracious of you. I know you think I'm a cold-hearted murderer, so I'm a little surprised. Was ist in der Mordnacht passiert? Also sie denkt übrigens, dass ich sie für eine kaltblütige Mörderin halte. Ich glaube, ich sollte nicht so tief in den Spiegel gucken, oder? You don't know how many times I relived this moment in my mind. I discovered what Ludovico was up to when I toured the orchards. I threatened to expose his plan. Ludovico decided to eliminate me. He programmed Burbage 3001 to fire on his command and disabled the security cameras in the ballroom. Only, he didn't know about Belinda. I'm sure he thought it was my skull he caved in with a bottle of Spectrum Brown. Burbage covered his blow with the plasma shot, and then Ludovico wiped his memory. Ja gut, das wussten wir alles schon. Also das ist, sie hat selber Ludovico konfrontiert, warum auch immer das für eine gute Idee gehalten hat. Und er wusste aber nichts davon, hat quasi Belinda die Flasche über den Kopf gezogen. Schlampige Ausführung, ich hätte sie einfach von der Kante des Komplexes geworfen. Ja, und dann hat er mich angehört, den Mord für irgendjemand sonst anzuhängen. Und, ja. I don't think he expected you to be so competent. In the end, hiring you may have been his undoing. I went after Leora Blossom, and you were just one step behind me. I programmed an automech to steal some explosives from Cedric, but you weren't far behind. You were always hot on my heels, one step behind and catching up. I realized I'd have to throw in with you or eliminate you. Ja, toll. Also sie meint, das mich anzuhören war auf jeden Fall sein Fehler, weil ich war immer einen Schritt hinter ihr und das egal wo sie war, wenn sie einmal stehen geblieben wäre, wäre ich schon sofort da gewesen. Sie hat mich also gerade sehr kompetent bezeichnet. Aber der Sprengstoffdiebstahl ist also eher neu, das ist eigentlich auch interessant. Und sie wusste, dass sie entweder mich entgegenstellen muss oder mich verbünden. Den Kampf hättest du verloren. I like your confidence. Take that with you when you hunt down Ludovico. Ja, behalte dein Selbstbewusstsein auf Wiedersehen. Judy. Dann fehlt jetzt hier eigentlich nur noch irgend so ein nerviger... Achso, jetzt haben wir den Stachel. Der Stachel ist eine Wissenschaftswaffe. Schaden pro Sekunde? In deiner Hand hältst du die einzigen wahren Stachel, der von Helen, der von Odeon Pictures produzierten Serie Schrecken von Monarch verwendet wurde. Echter als echt, genau wie die Ätherwelle. Warte, wir müssen das Ding nochmal kurz... Was? Kaufst du Lorene? Was? Warum hat das Ding keine Munitionsanzeige? Warte, wir können das Ding auf jeden Fall erstmal tüfteln. Gut, dass ich das gelernt habe. So, warte mal, was kann das Ding? Hä? Das Ding hat keine Munition? Es verbraucht doch keine Munition, oder? Also ich nehme an, das verbraucht Plasmamunition? 36, 6173. Nö. Okay. Nö. Okay, das müssen wir mal testen, aber also die DPS ist ziemlich mies. Ich glaube nicht, dass der Stachel eine gute Waffe ist, aber immerhin sieht es witzig aus. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, hier, Outer Worlds, wir die ganze Sache, den letzten Fetch-Auftrag machen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.